Willkommen zu einem US Jugger Tutorial Spezial. Wir wollen uns heute die Entwicklung des Jugger-Stabs anschauen. Heute ist mir eine besondere Freude dabei zu haben, zum einen Manuel vom Team NLG und Silas von eben dem gleichen Team, die hier zum einen Ultraleichtstäbe mitgebracht haben für uns und zum anderen die Kette gegen den schweren Stab, gegen den leichten Stab und gegen den mittleren Stab ausprobieren werden. Es gibt zwei Blockflächenvarianten. Die eine sind mit einer relativ dünnen Blockflächenpolsterung. Polsterung würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich mag Stäbe überhaupt nicht, die gar keine Polsterung haben, weil es ist dann hier mehr oder weniger blankes Carbon oder GFK und wenn man das ins Gesicht kriegt, ist das unangenehm. Genau, und von der Gewichtsersparnis oder bringt das eigentlich nichts. Also Leute, polstert eure Blockflächen. Das Gewicht spielt vor allem keine große Rolle, da es sich hinterm Hebelpunkt befindet. Also alles Gewicht, das vor dem vorderen Handhebel ist, spielt eine Rolle. Aber alles, was danach ist, ist für das Balancing der Pompe an sich irrelevant. Teilweise sagen sogar Leute, dass sie ihre Blockfläche extra deswegen haben, damit der Stab in sich besser balanciert ist und quasi ein kleines Gegengewicht zur vorderen Schlagfläche gegeben ist. Die neuere Variante, die dann aufkam, da haben wir teilweise, das ist Poolnudel, oder? Ja. Da haben wir dann teilweise entweder Poolnudels als Polsterung, wo es da öfters die Schwierigkeit gab, wenn man die falsche Marke erwischt, dass sie sehr schnell sich ausschlägt und schnell kaputt geht. Ne? Oder zu dünn sind, ja. Oder dass sie zu dünn sind, genau. Oder halt alternativ mit Rohrisolierung hier. Was auch noch ein Thema ist, was die leichten Pompen generell betrifft, ist das Thema Inklusion, weil jetzt auch Spieler, die nicht so kräftig gebaut sind, wie zum Beispiel ich, dadurch die Möglichkeit haben, Pompen zu spielen, die sie vorher nicht spielen konnten. Zum Beispiel habe ich niemals Q-Tip gespielt, weil unsere Q-Tips früher 1 Kilo wogen oder noch mehr. Und jetzt habe ich mir eben aus diesem leichten Carbon einen Q-Tip gebaut, der noch 230 oder so Gramm wiegt. Und damit kann selbst ich Q-Tip spielen. Früher, als sich die Pompen im Jugger ausgebildet haben und man die 5 Grundtypen der Pompen sozusagen entwickelt hat oder herausgefunden hat, da zählte noch besonders Haltbarkeit und es zählte auch Durchschlagskraft, nämlich Gewicht, ja, der hier. Dementsprechend sehen die Pompen aus heutiger Sicht ziemlich monströs aus. Das sind ziemlich dicke Keulen, die wir hier haben und ziemlich schwere Dinger. Wir werden gleich mal wiegen. Die Spielweise war dementsprechend früher etwas anders. Wie man sieht, fette Manschetten hier dran, dicke Rohrisolierung, alles übertaped, die Griffe auch noch mit Seilen umwickelt, damit man auch schön Grip hat und alles. Probieren wir es mal aus. Das ist halt schon der Geschwindigkeitsvorteil jetzt. Genau. Aber Kopf. Ja. Ja. Wie war dein Eindruck von unserem Originalstab? Sehr wabbelig und super schwer. Dadurch auch, dass die Griffe viel dicker sind, fällt es sehr schwer, den modernen Griff quasi da zu nehmen und den Stab eigentlich an der Blockfläche zu halten und nur mit den vorderen Fingern den Griff tatsächlich zu berühren. Durch die Länge der Blockfläche im Vergleich zum verkürzten Stab sticht man sich hinten mit dem Knauf quasi selber ab. Und auch das Gewicht macht schon einen enormen Unterschied. Vor allem, wenn man eh nicht so der Bodybuilding-Typ ist. Ah! Ja! Ja! Also wenn ich irgendwo hinziehe, brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Gewalt, um da wirklich dran zu kommen. Mehr Force. Ich muss mehr dran ziehen und das verhindert sich jetzt auch gerade an der breiten Schlagfläche doch sehr gut dann auch. Ja, also mir ist aufgefallen, dass der Block gerade bei einem
horizontalen Schwung sich damit relativ angenehm stellt, weil man halt wirklich was hat, auf das man sich auch abstützen kann, so zur Seite quasi raus, als klassischen Seitenblock. Aber alles, was vom Schwung her eben nicht horizontal ist, sondern wenn es mal von oben kommt, dann aus dieser Haltung hier irgendwie umzugreifen, sodass man eine Kette, die von oben kommt, blocken kann, braucht zu viel Zeit und dann ist das Duell quasi schon gelaufen. Aber wenn die Kette gewickelt ist, dann ist sie gewickelt und dann hat sie keine Chance mehr. So, der zweite Stab, den wir haben, ist eigentlich noch schwerer. Was wir hier hatten, war ein Vereinsstab. Das hat man gebaut mit Mitgliedern aus dem Verein, damit er lange hält, mit Leuten, die vielleicht noch nicht so lange beim Pompenbauen dabei waren und ohne viel persönlichen Touch sozusagen, weil es halt ein Vereinsstab, der muss vor allem durchhalten, der muss aushalten, mit dem muss man kloppen können. Was wir hier haben, ist jetzt ein individueller Stab von 2009, 2010, ich glaube 2009. Der andere war von 2008 mit kleinen Applikationen wie Kettenfangringen damals noch, damit die Kette sich im Stab verhängt und nicht so leicht abrutscht, auch damit sie nicht so leicht hochrutscht, je nachdem. Mit Distanzringen, wo man besser sehen kann, wo man sozusagen im Stab ist, also eine bessere Entfernungseinschätzung bekommt. Damals noch viel lieber den Pompen drin, wie zum Beispiel mit Ledergriffen. Der hat jetzt hier diese Manschette. Genau. Und hier an der Seite nicht. Das ist quasi so schon fast Richtig. so gedacht, dass man die Hand da drauf Genau, der ist bereits so weit, weil es im Privatstab ist, optimiert, dass man ihn bereits relativ weit hinten greifen kann und hier mit der Handfläche schon drauf liegt, sodass man wirklich nur mit den vorderen Fingern am Stab dran liegt, was hier kaum geht. Ja, gut, gut. Wir müssen mehr auf Blocken spielen, viel mehr auf ja. Da kann man ja auch richtig Druck auf die Pumpe bringen. Ja. Allerdings. Ja, genau. Ja. Wie war deine Empfindung mit dem Stab jetzt? Ja, war ein bisschen angenehmer, aber vom Gewicht her relativ nah an dem Viel anderen. Kraft. Auch gerade viel Kraft notwendig und viel Wumms drauf, Genau. wenn es dann reingeht. Ja! 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 Boah, das ist schön gewickelt. Zieht der richtig raus. Ja. Fazit aus Kettensicht. Wenn man sich lang macht und die Kette lang rauslässt, ist vertikal absolut möglich, aber wenn es halt gewickelt ist, man hat es gerade gesehen, es reißt einem wirklich, wenn man nur ein bisschen dran zieht, reißt einem die Kette von der Hand und es ist, Da hängt mehr Gewicht da, drin also einfach. Ja. das ist ziemlich schwierig, es zu entwickeln dann hinterher, weil es dann wirklich auch drum hängt und sich drum gezogen hat. Also als negativen Punkt würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Kettenfangringe nicht nur verhindern, dass die Kette zu einem hochrutscht, sondern dass sie auch verhindert, dass man die Kette wieder vom Stab wegbekommt. Das heißt, wenn ich in der Linie eine Kette zufällig dann doch mal getroffen haben sollte, dann hängt die erstmal noch 3 Steine an meinen Fangring, bis ich mich dann dem nächsten Gegner widmen kann, hat der mir schon längst in den Rücken geschlagen und fertig ist es. Die neuere Variante, die dann aufkam, GFK-Rohr mit normaler Rohrisolierung. Und was wir jetzt dann noch bekommen haben, ist relativ neu, oder? Die Entwicklung mit der Verkürzung der Stäbe. Das gibt, soweit ich das mitkriege, schon länger, seit vielleicht 2017 ungefähr. Es gab bestimmt auch vorher schon Leute, die das gemacht haben, aber dass es sich wirklich durchsetzt, hat jetzt in den letzten 1-2 Jahren sich verbreitet. Und es geht dabei quasi darum, dass im Vergleich zu den langen Blockflächen, weil ja nur der hintere Griff verkürzt wird, die Pompe unterm Arm vor dem Körper durchgeführt werden kann, um so quasi von der nicht intuitiven Seite, sondern von der anderen Seite einen Hebel zu setzen. Und das hat im Vergleich zu diesen Pompen, wo extrem viel Platz erforderlich ist,
und auch nicht gut zurückgearbeitet werden kann dann, weil man eben mit der Pompe am eigenen Körper hängen bleibt. Schon einen großen Vorteil bei diesen kürzeren Stäben jetzt. Das Schöne bei den Leichtstäben ist allerdings auch, wenn man sie ins Gesicht kriegt, tut es nicht weh. Optimale Kopftreffer, meistens. Wickelt. Ab. Ja. Ja. Da habe ich ihn in die Sonne getrieben. Nichts. Ab. Nichts. Also von oben hatten wir ja jetzt gesehen, das ging bei den beiden älteren, schweren Stäben ganz gut. Das war jetzt hier etwas schwieriger, wenn ich mir ab und zu über den Kopf gewickelt habe. Ansonsten muss man auf jeden Fall schneller sein mit der Kette, man muss Druck reinbringen. Wenn man so langsam ist mit der Kette, dann haben diese Stäbe einfach den Vorteil, dass sie sich wahnsinnig schnell bewegen können und auch viel flexibler sind. Das heißt, es macht es generell einfach schneller, das Spiel. Ich glaube, je leichter es wird, desto schneller wird es. Mal schauen, wie es beim nächsten jetzt wird. Aber so ist bis jetzt der Eindruck. Jo, also für mich kann ich sagen, dass ich dadurch, dass die Blockfläche noch ein Stück kürzer ist als bei meinem Stab, dieses Gefühl hier eigentlich ganz gut war. Vorteil ist auf jeden Fall auch der dünnere Griff als bei den alten Stäben, weil sich dadurch die Griffweise, die sich bei mir oder bei uns durchgesetzt hat, konsequenter durchführen lässt und dadurch auch ein aktives Antikettenspiel besser ermöglicht wird und auch wenn man die Kette einmal geblockt hat, man nicht warten muss, bis die Kette wieder angreift, weil man durch die Gewichte des Stabs eingeschränkt ist, sondern man kann direkt hinterhergehen und einen Gegenangriff starten, einen Konter starten. Taugt mir ganz gut. Ein bisschen leichter geht bestimmt auch noch. Ja. Ab! Gewickelt! Ab! Also auch hier wieder, man muss schneller werden, definitiv. Und man muss auch wieder mit mehr Eigenangriffen rechnen. Es ging dann doch immer wieder, dass ich mich verteidigen musste, statt dass ich angreifen konnte. Das war jetzt auch bei den Älteren immer ein Vorteil, dass ich eigentlich die sichere Pole Position hatte Die gegenüber dem Initiative lag Stab. bei dir, ja. Und das hat sich so ein bisschen auch verschoben. Also in dem Fall auch ein Vorteil für den Stab. Ja, kann ich nichts dazu sagen. Habe ich gebaut, bei euch spiele ich seit 1,5 Jahren oder so. Bin ich super happy damit. Macht mir große Freude. Fühlt sich gut an. Die Blockfläche deckt den kompletten Unterarm hier ab. In sämtliche Richtungen. Was im Kettenduell nicht so viel bringt, weil die Blockfläche da nicht so nah am Arm ist, sondern es mehr um die Distanz geht. Ja, also taugt mir von denen allen, wie erwartet, am besten. Ich bin eigentlich gar kein Stabspieler, wer noch ein bisschen gesehen hat.
Aber mit diesen Stäben habe ich mich plötzlich anfreunden können, mit den verkürzten, weil man halt plötzlich hier eine ganz neue Pariermöglichkeit auch hat und viel bessere Möglichkeiten mit dem Stab zu agieren. Man ist nicht so eingeschränkt wie mit den großen, schweren Stäben. Also von daher würde ich sagen, die Entwicklung der Stäbe ist schon ziemlich massiv neben den Ketten oder allgemein des Pompengewichts und macht sich doch außerordentlich bemerkbar, wenn man sich die verschiedenen Pompentypen ansieht, auch was die Spieldynamik und das Spielgeschehen betrifft. Ja, abschließend vielleicht noch einmal vielen Dank für diesen hervorragenden Stab, den ich hier verehrt bekommen habe von Manuel. Hervorragend. Ich bin sehr gespannt drauf, wie sich so ein sehr schöner Carbon-Ultraleihtstab im Vergleich zu den anderen spielt und ob ich vielleicht dann wirklich doch noch ein bisschen mehr zum Stabspielen komme. Alles klar, vielen Dank euch dann für das Teilnehmen und für die vielen Einblicke und das Trainieren. Und wir werden noch öfter voneinander hören, glaube ich. Dankeschön. Davon gehe ich aus. Dankeschön.